Ja, wie wird das Berlin von morgen aussehen? Dazu können Sie uns, Herr Gieske, als Stadtbaudirektor etwas sagen. Der Beschluss des 5. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sieht vor, dem Stadtzentrum unserer Stadt, des demokratischen Berlin, seine architektonische Hauptgestaltung bis 1965 zu geben. Hier in der Mitte wird ein Hotel mit 400 Betten gebaut werden. Vor diesem Hotel befindet sich ein Kino mit 600 Plätzen und einer Stadtteilbibliothek. Im Tempo der neuen Zeit, mit der hochentwickelten Technik unserer Tage, mit der Kühnheit unseres Geistes und mit der Kraft sozialistischer Menschen wird gebaut. Das Kino International, das ursprünglich zum Tage der Volkswahlen fertiggestellt sein sollte, wird nun schon am 15. Oktober seine ersten Besucher empfangen können. Für mich ist es das schönste Kino in Berlin und ich hoffe, dass es das immer bleibt. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Die ganze Aufmachung ist sehr gut, nicht wie so ein klassisches Kino, stilvoll. Ich finde es sehr stilvoll. Ich habe immer hohe Ansprüche und das Kino wird meinen Ansprüchen gerecht. Es ist einfach ein wunderschöner Ort irgendwie. Dieses Kino ist ein Schatz. Es ist der Ostpalast. Zum Zoo habe ich ja immer Westpalast gesagt. Das ist der Ostpalast. Das Kino International ist schon toll. Und bitte nicht vergessen, da gab es immer diese Partys, diese Club International, oder das hieß. Stimmt. Eine Zeit lang wirklich die schönsten Partys in Berlin. Ja, ja. Ja, auch gut. Die ganze DDR hatte hier ihre Premieren. Und aber es sind großartige Filme. Auch in der Nacht, dass die Mauer fiel, hatte Coming Out hier die Premiere. Die Leute sind ins Kino, um den ersten schwulen Film der DDR zu sehen. Und als sie rauskamen, war Ost und West schon nicht mehr das, was es mal war. Keine Aufregung? Keine Anstrengung? Wie wollt ihr denn besser machen, was heute unvollkommen ist? Wie gegen Dummheit kämpfen, wenn ihr sie nicht bemerken wollt? Das klare Ja im Film war auch das klare Ja für mich. Dieses vor mich hin war aber ein anstehende Coming-out in meinem Leben, war damit wirklich besiegelt und ich bin raus und ging die Karl-Marx-Allee runter und Feuerwerk war um mich rum und kam nach Hause und hörte dann in meinem Kleinkofferradio so von den Ereignissen. Und die interessiert mich aber gar nicht so, weil ich so benommen war und durcheinander war, ja, von der Entscheidung, die getroffen wurde, auch durch den Film sozusagen ausgelöst, natürlich durch mich am Schluss. Ja, und das war schon sehr besonders. Es klingt so ein bisschen komisch, aber es war wirklich so, wie ich es erzählt habe. Hallo, liebes Kino International. Ich bin gerade im französischen Campingterrain. Die Stimmung ist ziemlich gut. Man sieht ab und zu jemanden vorbeihumpeln, bei dem die Gelenke auch nicht mehr so ganz die alten sind. Ja, da habe ich an dich gedacht und die Tatsache, dass du ja auch mal die ein oder andere Renovierungsarbeit jetzt nötig hast, was ja normal ist, wenn man älter wird, dann muss man halt mal was austauschen. Und ich hoffe sehr, dass du die Kohle dafür bekommst, dass alle deine Freunde heute bei dir sind. Man muss ja immer die Beziehung zu den Nachbarn muss man pflegen. Und das ist eben, würde ich sagen, mit dir auch so. Du bist wichtig für uns in Berlin. Im Herzen der Hauptstadt das Filmtheater International. Am 17. November 1963 öffnete sich der Vorhang zur ersten Vorstellung der optimistischen Tragödie. 610 Filmfreunden bietet der moderne Zuschauerraum Platz. Doch ehe die Vorstellung beginnt, wollen wir noch schnell einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Hier ist mein Lieblingskinostuhl. In einem wunderbaren Rosa, der sich dreht. Es hätte fast funktioniert, dass Fidel Castro gekommen wäre zu dem Film Kommandante. Er hatte schon zugesagt und unter der Bedingung, dass es international läuft. Leider wurde das dann damals abgesagt, einen Tag vorher, dass er kommt, denn es war die Invasion im Irakkrieg. Und ich habe immer noch den schönen Brief, wo er sich bedankt in dem schönen International, im Kino International. Das kannte er. An diesen heiteren Abend wird die Republik noch denken, wenn sie 20 ist. So alt wird sie nicht. Bist du sicher? Wer hätte das für möglich gehalten? SED-Generalsekretär Egon Krenz ohne Berührungsängste, im ungezwungenen Plauderton mit Liebling Kreuzberg alias Manfred Krug. Wir sehen uns Auge in Auge zum ersten Mal. Früher habe ich sie bestenfalls mal auf der Tribüne gesehen. Aber es ist schön, einem so in diesen schweren Zeiten entscheidenden Menschen einmal Auge in Auge gegenüberzustehen. Und ich freue mich auf den Film. Was sehen, ich freue mich auch. Wie Sie sich kaum verändert haben. Und ich bin sehr froh, dass er wieder läuft. Liebes Kino International, alles Gute zum Jubiläum. Wir hatten eine wundervolle Premiere damals mit Kids Run und überhaupt seid ihr ein Ort, wo man hinkommt und wirklich alles stimmt. Alles ist das, was man vom Kino erwartet. Ich bin ein Riesenfan dieses Kinos, war ganz lange mein Stammkino, weil ich um die Ecke gewohnt habe. Ich hatte meine erste Premiere hier mit 15 mit Paul, war wahnsinnig aufgeregt, habe mich das erste Mal selbst gemalt auf ein Plakat gesehen. Ich habe, glaube ich, alle Stars gemalt. Wirklich alle, die es in der Zeit gab. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand durchgeflutscht ist. Letztendlich waren sie dann doch alle dran, irgendwann mal. Hallo, ein Gruß ans Kino International, mit dem ich viele schöne Erinnerungen verbinde. Früher, zu Zeiten der DDR noch, wenn wir mal aus dem Westen mit einem Film eingeladen waren, zum Beispiel Der verlorenen Ehre der Katharina Blum oder Eine Liebe von Swan, hatten wir die Möglichkeit, dieses Riesenkino zu entdecken. Ab dann ich in Berlin war ich eigentlich immer im Kino International, weil der Saal einfach der Kracher ist und einen umhaut und man überschüttet wird mit Wellen von Licht, die einen tragen, beschützen, doll machen und glücklich machen. Die meisten Kinos sind ja Höhlen. Man geht ins Dunkle, draußen gibt es Schaukästen. Es hat etwas Verruchtes, es kommt aus der Geschichte des Jahrmarkts bestimmt. Dieses Höhlenartige des Kinos, das International sieht eigentlich aus wie ein Kongresszentrum. Und man glaubt gar nicht, dass man hier in etwas Verruchtes reinkommt. Man hat das Gefühl, draußen sind Leute vor den großen gläsernen Scheiben und trinken Sekt und dann gehen sie rein und dann diskutieren sie irgendwas. Der Verkehr rauscht vorbei und die Stadt Berlin ist zu sehen.
Und dann geht man in den Saal und dann geht auch dort das Licht aus und dann hat man auch dort eine Höhle und man ist ein wenig getäuscht worden. Und diese Täuschung, die lebe ich am Internationalen. Im Sommer 89, da gab es diesen Riesenhype um Dirty Dancing. Im Kino International lief der Film war durchaus schon bekannt, zumindest man wusste einiges über ihn. Die Musik lief ja schon im Radio und im Westen war er schon seit 2 Jahren im Kino und deshalb war der Ruhm auch bei uns durchaus schon etwas verbreitet. Alle waren neugierig, wollten diesen Film unbedingt sehen und ich habe sowas noch nie erlebt im DDR-Kino, dass es dort an der Kasse so richtige Pläne gab, über Tage hinaus, wo man in verschiedenen Stunden sich den Film vielleicht angucken konnte. Er wurde auch mehrfach am Tag gezeigt. Oh, ich habe ihn auch schon im Video gesehen. Ich finde ganz toll das Tanzen. Ich habe auch schon geübt und es ist gar nicht so schlecht. Also man kann ja daraus auch noch lernen, nicht? Für die älteren Leute wahrscheinlich ein bisschen zu viel sexmäßig oder so. In den 60er Jahren mag das so gewesen sein. Klar, das ist irgendwie jetzt schon eine ganz andere Generation, wenn wir uns das jetzt angucken. Yes, I swear it's a truth and I owe it to you. I really think it's one of the most beautiful cinemas in the world at this moment. And the fact that it's still a single one-room house with a beautiful big screen is amazing. It's a cathedral to cinema and to art. Happy Birthday, Kino International. Bitte mach weiter so und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Auf 60 weitere tolle Jahre und wünsche euch nur das Beste. Herzlichen Glückwunsch für eines der schönsten Kinos. 60 Jahre international. Wahnsinnig. Herzlichen Glückwunsch. Viele liebe Grüße. I'm wishing you happy birthday. Schön weitermachen nach der Pflege und jetzt ordentlich feiern. Ganz herzliche Grüße. Vielen Dank und bis bald. Ich bin genauso alt wie das International. Geil, oder? Ist jetzt, und das 60 ist ja das neue 30, weißt du ja.